Ich lagere meinen Akku oben auf dem Schrank. Wer hat schon gerne einen Kratzer am Akku oder im Lack? Und Akkubrand, das ist so ein Thema, das wird manchmal auch massivst dramatisiert. Aber für jeden, der sagt, ich möchte mich aber schützen, Finger weg von Nachbauakkus, von Akkus, die repariert werden. Ach, guck mal. Mein Akku ist auch fast leer. Muss ich wieder. Oh, das passt aber zum Thema hier. Voll oder leer ist doch eigentlich auch egal. Ja. Ich verpacke das erstmal alles wieder, damit das so aussieht im Video, als würde ich das alles wieder auspacken. Ja, mein Akku in der Kamera, der kann, wie gesagt, nicht explodieren. Wir haben uns vorhin schon im Laden darüber unterhalten. Ja, mein Smartphone packe ich das eigentlich auch in so eine Safety-Box oder mein Akku von der Kamera packe ich den in eine Safety-Box. Und wenn man darüber nachdenkt, Lithium-Ionen-Akkus finden wir doch mittlerweile in sämtlichen akkubetriebenen Fahrzeugen, Smartphone, was auch immer. Überall ist so ein Ding drin. Aber ja, ich finde das Thema auch irgendwie schwierig. Ich finde das auch doof. Und trotzdem wurde ich gefragt, Mensch, kannst du nicht mal ein Video darüber machen? Es gibt sowas doch. Und ich würde es auch schade finden, wenn du es mir nicht erzählen würdest. Also hat jetzt zu mir jemand gesagt, ich sage so, ja, das Thema, ich finde es schwer. Trotzdem sagt er, Mensch, aber wäre doch schade, wenn es sowas gibt und du lässt mich das nicht wissen. Und ich finde, wir haben schon so viel über E-Bikes gesprochen, über Fahrräder gesprochen, über Akkus gesprochen, über Reichweite gesprochen und so weiter. Dann sollten wir doch auch einmal kurz, ja, gerade wenn wir beim Thema Transport auf dem Heckträger oder Fahrradtransport mit dem Auto und so weiter sprechen. Und darum beginnt gleich ein weiteres Video. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Bitte Moin. heute nicht explodieren, nicht aus der Hose springen. Nicht aus der Hose springen, nee, Hose habe ich fest an, ne, und sitzt alles. Nee, ich brauche nicht aus der Hose springen, gerade bei dem Thema nicht, weil das Thema ist halt sehr umfangreich. Es wird immer wieder gerne darüber gesprochen. Die allergrößte Risikominimierung ist einfach mit namhaften Herstellern zusammenzuarbeiten, beziehungsweise wenn du jetzt sagst, so, ich habe noch kein E-Bike und ich wollte mal so wissen, wie ist es eigentlich los so in der Welt rund um Thema Akku und so weiter, weil man hört es ja doch schon immer wieder, oh, ein Akku ist explodiert, Akkubrand und wer weiß was alles, will ich aber nicht ausschmücken, das Ganze. Ich möchte nur einfach einmal kurz darüber sprechen, so wenn du dich damit beschäftigt hast, dass du sagst so, okay, alles klar, was kann ich denn überhaupt machen, wenn ich mich zum Beispiel selbst noch ein klein wenig mehr absichern möchte, weil ich halt einfach so tick. Und ich überlege jetzt, wie gehe ich eigentlich am besten vor? Wie erkläre ich das Ganze eigentlich? Weil ich habe ja vorhin gesagt, so namhafte Hersteller und so weiter. Und ich kann ja aus meiner Erfahrung heraus, kann ich wirklich sagen, so, ich habe bisher noch keine Kunden im Geschäft gehabt oder negative Erfahrungen mit E-Bike-Akkus gemacht. Kann ich einfach ganz ehrlich so sagen. Und was ich auch sagen kann, ist, ich habe bis jetzt nur Original-Akkus verbaut, verwendet oder als Ersatz beschafft. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe im Netz aber irgendeinen Akku gefunden, deutlich günstiger und ist ich sage, ja, ist ein Nachbau. Ja, ist ein Nachbau. Ich rate davon prinzipiell ab, weil ich weiß nie, was für Zellen sind dort verbaut, wo kommt der Akku her, wie alt ist er wirklich und so weiter. Und wenn du jetzt sagst, alles klar, kaufe ich im Fachhandel, dann bist du einfach auf der sicheren Seite. Will ich einfach nochmal gesagt haben. Und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema vom Video. Wenn du auf diesem Kanal schon unterwegs bist, dann weißt du, dass wir uns auch immer wieder mal mit dem Transport von E-Bikes auf dem Heckträger beschäftigen und auch schon das ein oder andere Video zu genau dem Thema gemacht haben. Und der ein oder andere fragt sich ja vielleicht dann auch, was mache ich eigentlich mit meinem Akku? Ich muss den ja ausbauen, wenn ich mein Fahrrad oder mein E-Bike, also ich sage mal ganz bewusst E-Bike, auf dem Heckträger transportiere, muss ich den ja ausbauen. Das ist einfach so. Wie kann ich den Akku jetzt am besten im Auto transportieren? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der eine sagt, ach, leg den mal einfach unter deinem Beifahrersitz. Möglichst tief im Auto, weil, ganz ehrlich ist, der hat richtig Gewicht. Legst du ihn auf die Rücksitzbank und du musst doch mal eine Vollbremsung machen, dann wird so ein Akku zum Geschoss. Also auch dann ist so ein Akku gefährlich, der muss nicht explodieren. Deswegen sagt man schon, ja, möglichst tief im Fußraum und so weiter. Noch besser wäre natürlich im Kofferraum, aber einfach so lose im Kofferraum, der Akku rutscht hin und her, ohne Tasche, ohne alles.
kann man sich drüber streiten, in irgendeine Box tun. Findet der ein oder andere garantiert auch doof. Und jetzt kommt Fahrer Berlin um die Ecke und sagt, ja, wir haben ein neues Produkt und es ist eigentlich ganz cool, weil es sowas gibt und weil ich es auch niemandem vorenthalten möchte. Also mich hat ein Kunde letztlich überzeugt und hat gesagt, Mensch, mach darüber ein Video. Ich würde es schade finden, wenn es sowas geben würde und ich davon nichts wüsste. Ich habe hier die E-Bike Battery Safety Bag aus dem Hause Fahrer Berlin. Und da steht drauf, erhöht den persönlichen Schutz im Falle eines Akkubrandes. Und Akkubrand, das ist so ein Thema, das wird manchmal auch massivst dramatisiert und man muss auch immer bei der Wahrheit bleiben. Meine Meinung ist, wer einen namhaften Akku in seinem E-Bike hat, der braucht sich um sowas in Wirklichkeit kaum Gedanken machen. Aber wenn ich jetzt sage, gar keine Gedanken machen, dann sagt man auch so, ja, aber mir ist es tatsächlich doch schon passiert. Also ich kenne in den letzten 10 Jahren oder 11 Jahren, solange ich Fahrradhändler bin, niemanden aus meiner Kundschaft, wo wirklich irgendwas schiefgelaufen ist mit dem Akku. Liegt aber auch daran, wir verkaufen nur namenhafte Hersteller, also sowas wie Bosch oder BMZ oder wer auch immer, wirklich, wo wir auch wissen, woher kommt so ein Akku, was für Zellen sind da verbaut und so weiter, sodass man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Finde ich ganz wichtig und ich kann das auch an dieser Stelle nochmal sagen, Finger weg von Nachbauakkus, von Akkus, die repariert werden. Ist alles erhöhtes Risiko und wir wollen das Risiko minimieren. Und da sind wir auch schon exakt beim Thema Risikominimierung. Wenn jemand sagt, ich will 100% Nummer sicher gehen, auch wenn ich einen Akku aus dem Hause Bosch habe, ich will ihn vernünftig transportieren. Das ist diese Akkutasche und mittlerweile, also Akkutransport, es gibt schon Taschen, aber für den 750 Wattstunden Akku gab es bisher nur wenige und vor allen Dingen Schutz vor Akkubrand noch weniger. Also Transporttaschen schon, aber Schutz vor Akkubrand finde ich ist auch wichtig. Das kann man dann halt auch einfach mal zeigen. Weil einmal haben wir hier so eine Neoprenhülle. Das ist natürlich einmal auch ein Schutz gegen Stöße oder Kratzer oder wie auch immer. Sodass ein Akku halt auch einfach beim Transport geschützt wird vor äußerlichen Beschädigungen. Weil wer hat schon gerne einen Kratzer im Akku oder im Lack, sage ich mal so. Ne? Dann kann man das gut machen und dann einmal die Neoprenhülle, damit er auch ein bisschen stoßfest oder vor Stößen geschützt ist. Und dann haben wir noch diese zweite Hülle aus diesem hitzebeständigen Material. Da kannst du deinen Akku dann reinstecken und dann wickeln wir das hier zu, wie so eine klassische Ortliebtasche. Ich muss das mal eben hier verschließen. So, wunderbar. Jetzt kannst du deinen Akku so schon mal transportieren. Hier ist noch ein Tragegriff, aber auch hier in der Mitte sind halt auch noch so Ösen. Das heißt, wenn du den wirklich im Kofferraum dann verstauen möchtest und festzurren möchtest, kannst du es da auf jeden Fall schon mal machen. Das finde ich erhöht die Sicherheit, zudem brandgeschützt. Also egal, ob dein Akku brennt oder ob von außen was passiert, du bist auf jeden Fall sicherer unterwegs. Und was ein weiterer Vorteil ist, auch von dieser Tasche, wenn du jetzt sagst, so ja, zu Hause, wie mache ich das denn zu Hause? Also Autotransport habe ich verstanden, sicher verpacken, stoßfest verpacken, fest im Auto und vor Brand geschützt. Das hast du hier. Brauche ich das dann vielleicht auch zu Hause? Macht das zu Hause Sinn? Wenn du jetzt sagst, so, jo, ich habe mein Rad im Keller und ich habe gerade eben mit Dieter schon darüber gesprochen, die Luftfeuchtigkeit im Keller ist zum Beispiel immer höher, weil wenn wir uns das hier mal durchlesen, dann könnte man auch sagen, so Außentasche schützt vor Witterung, steht da zum Beispiel drauf. Und Witterung, wir wissen alle, dass ein Akku nicht nach draußen gehört, also nicht draußen gelagert werden soll, sondern eher bei Raumtemperatur eher einen Ticken kühler als zu warm. Und wenn du jetzt sagst, alles klar, ich habe meinen Akku im Winter zum Beispiel die ganze Zeit im Keller liegen, dann schadet das dem Akku garantiert nicht, wenn er so verpackt ist. Ich lagere meinen Akku oben auf dem Schrank in der Werkstatt den ganzen Winter über, nicht im Sommer, den ganzen Winter über. Da ist er sicher verstaut und gut ist. Also du siehst schon, wenn du jetzt dieses Bedürfnis hast von noch mehr Sicherheit, dann sagst du, alles klar, ich brauche dieses Safety Bag aus dem Hause Fahrer Berlin. Die kannst du entweder ganz einfach am Esch2 in 26349 Jadderberg kaufen, da haben wir ein Fahrradgeschäft. Oder du gehst einfach im Webshop unter shop.hogenladen.de. Dort wirst du diese Tasche auch finden und auch noch viele weitere Produkte aus dem Hause Fahrer, weil
Wir wissen das, also nicht nur der Akku vom E-Bike-System ist sensibel, sondern auch Motor, Display und Co. Und all diese Komponenten kannst du schützen, gerade beim Transport. Es gibt Lenkerhauben, wo ich auch sage, so ja, denken wir eigentlich viel zu wenig drüber nach. Ne? Am Lenker ist unser gesamtes Cockpit, also neben Displayhalterung ist da ja auch meistens die Bedienung für die Gangschaltung, es sind die Bremsen und so weiter. Und wenn du wirklich dein Fahrrad viel auf dem Heckträger transportierst, dann ist auch das eine sensible Technik, die du schützen kannst, genauso wie dein Motor oder auch das Akkufach vom Rahmen, weil wer will das schon, dass sich in dem Akkufach der ganze Dreck sammelt, der auf der Straße ist, der hochgewirbelt wird, ist auf Feinstaub und Co., der sich dann überall absetzt, den du dann auch nur mühevoll wieder entfernen kannst. Also dieses Thema spielt schon eine große Rolle und wenn du sagst, so alles klar, für mich ist das wichtig, ich brauche da was und ich will mich da einfach nochmal zusätzlich absichern, dann würde ich dir auf jeden Fall auch diese Safety Bag empfehlen. Wie gesagt, der 750 Watt Akku aus dem Hause Bosch passt da rein. Ich habe hier noch die E-Bag XL. Meine Eltern hatten diese hier mit in den Urlaub. Die waren eigentlich auch ganz E-Bike XL, habe ich gerade gesagt. Ich habe hier die E-Bag ohne XL. Aber in die XL, da passt nur der 625er Akku. Ist auch nochmal eine ganz andere Tasche. Die ist nicht zusätzlich, wie sagt man das, geschützt vom Akkubrand oder brandgesichert oder wie auch immer. Das ist einfach nur eine Transporttasche. Da könnte man theoretisch auch eine andere Tasche nehmen. Aber es ist schon extrem komfortabel, wenn du wirklich sagen kannst, so, ich habe da einen Griff dran, da ist mein Ladegerät drin, mein Schloss drin, mein Display drin. Alles, was so zum Fahrrad gehört. Also ich bin ja auch immer der Meinung, alles, was lose am Fahrrad ist, solltest du beim Transport demontieren. Einmal Schutz vor Diebstahl oder Schutz vor Verlorengehen, umherfliegende Teile, wie auch immer. Habe ich alles schon auf der Autobahn mal gesehen. Dann liegt da auf einmal ein Fahrradkorb auf dem Standstreifen und man fragt sich, wer war denn hier mit dem Fahrrad unterwegs? Wie kommt der da hin? Genau, aber da weiß man, ja, der hätte demontiert werden können. Die ist jetzt wirklich nicht groß. Für einen 500 Watt Akku wird die passen. Wie gesagt, das ist die E-Bag, steht drauf. Es gibt aber auch eine XL-Variante, aber auch da in der XL-Variante passt maximal ein 625 Wattstunden Akku rein. Hier ist einfach das Schöne so, wir haben verschiedene Fächer. In der Mitte passt dann der Akku, auf einer Seite Display und Schloss vielleicht, auf der anderen Seite dann das Ladegerät und hier in der Mitte, wie gesagt, dann der Akku. Kannst du gut tragen, ist halt auch ganz praktisch. Also vor Spritzwasser geschützt ist das auch. Ich bin wirklich der Meinung, das hier, da geht nichts drüber, wenn wir wirklich um das Thema Schutz vor Wasser oder Feuchtigkeit gehen. In der Kombination mit Schutz vor Feuer hat das Ding in dem Fall gewonnen. Auch wenn ich sage, so schwieriges Thema, ich sehe das nicht ganz so dramatisch. Aber für jeden, der sagt, ich möchte mich aber schützen und schön, dass du es gezeigt hast, dann lass einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal, weil es gibt immer wieder Themen, die wir hier bespielen, beleuchten. Kanal abonnieren, gut fühlen. Bei Fragen freuen wir uns immer über Kommentare. Ich freue mich auf den ersten Kommentar, der wieder sagt, von wegen, kannst du auch Frischhaltefolien nehmen, ist ja genauso gut. In diesem Sinne, mach's gut.